Staking bietet dir eine einfache Möglichkeit, passives Einkommen mit Kryptowährungen zu verdienen, ohne dass du deine Coins aktiv handeln oder verkaufen musst. Doch was bedeutet das konkret? Wie hoch ist die Rendite im Vergleich zu anderen Anlageklassen und worauf musst du beim Staking achten? Die Chancen und Risiken beim Staking einfach erklärt, darum geht es in dem Video. Viel Spaß! Was ist Staking? Das Prinzip vom Staking ist, dass du als Nutzer deine Coins auf einer Blockchain oder einem Protokoll hinterlegst. Stakes heißt es auch übersetzt, um das Netzwerk abzusichern oder die dahinterstehende Plattform zu unterstützen. Im Gegenzug erhältst du Belohnungen in Form von Coins bzw. Tokens, auch Staking Rewards genannt. Das ist vom Prinzip ähnlich wie bei dem Sparkonto, bei dem du Zinsen auf dein angelegtes Geld erhältst. Staking könnte für dich also jetzt besonders dann interessant sein, wenn du passives Einkommen aufbauen möchtest. Leider kannst du jetzt nicht jede Kryptowährung staken. Das hängt davon ab, ob diese Coins auf einer Proof-of-Stake-Blockchain laufen oder zumindest Staking-ähnliche Mechanismen verwenden. Beispiele für Staking-Projekte sind Ethereum, Cardano, Polkadot, Near, Polygon und viele mehr. Mehr Infos zu diesen einzelnen Projekten findest du in den Videos auf meinem Kanal. Wenn dich diese Themen rund um Krypto und Blockchain interessieren und du mich noch nicht kennst und abonniert hast, dann würde ich mich freuen über ein Abo von dir und damit unterstützt du meinen Kanal. Ich danke dir und weiter geht's. Welche Möglichkeiten hast du jetzt, deine Coins zu staken? Grundsätzlich gibt es 5 verschiedene Methoden. Die erste ist, du stakest als Validator. Hierbei führst du einen Validatorknoten im Netzwerk, was technische Kenntnisse, eine spezielle Hardware und eine Mindestmenge an Tokens erfordert. Bei Ethereum brauchst du zum Beispiel mindestens 32 ETH, was aktuell etwa 120.000 Dollar entspricht. Die zweite Methode ist die, du delegierst deine Coins an einen Validator, der das Staking für dich übernimmt. Diese Methode ist meist einfacher, als einen eigenen Validator zu betreiben und es ermöglicht, auch mit kleineren Beträgen am Staking teilzunehmen. Die dritte Methode ist Liquid Staking. Beim Liquid Staking zahlst du deine Tokens in ein Liquid Staking Protokoll ein und erhältst im Gegenzug Liquid Staking Tokens, die deine gestakten Tokens repräsentieren. Diese Art Derivate kannst du weiterhin nutzen und handeln, was sich vom klassischen Staking unterscheidet. Ein bekanntes Beispiel für einen Liquid Staking Anbieter von ETH ist Lido. Restaking-Projekte wie Eigenlayer würde ich eher als weiterentwickelte Form des Liquid Stakings betrachten. Die vierte Methode ist die des DeFi-Stakings. Beim DeFi-Staking stakest du deine Coins über dezentrale Finanzprotokolle wie Uniswap oder Aave. Nicht klassisch über ein Proof-of-Stake-Netzwerk. Als Tokeninhaber kannst du Liquidität bereitstellen, an der Governance teilnehmen oder Gebührenanteile mitverdienen. Die Staking-Methoden variieren und jedes Protokoll hat spezifische Regeln, die in den Smart Contracts definiert sind. Ja, hier vermischen sich außerdem die verschiedenen DeFi-Strategien, Lending, Yield Farming und so weiter. Liquid und DeFi-Staking sind eher für Fortgeschrittene geeignet. Die 5. Methode ist die des Custodial Stakings. Hier übernimmt eine Börse oder ein Dienstleister für dich den gesamten Staking-Prozess. Das ist der komfortabelste und der einfachste Weg und gerade deshalb für Anfänger geeignet. Beim Staken auf einer Börse liegen deine Bestände logischerweise nicht auf einer Hardware-Wallet. Wie wir von FTX und Co. wissen, sollte man nicht alle Bestände auf einer Börse liegen lassen. Aus dem Grund, wenn du über eine Börse stakest, achte darauf, dass diese Börsen die größten Sicherheitsstandards erfüllen. BaFin-regulierte Anbieter wie jetzt Bitpanda oder Coinbase bieten individuelle Staking-Programme für eine Auswahl von Coins an. Ich glaube, Bitpanda mittlerweile etwa 40 Stück, Coinbase an die 10 Stück. Zu den beiden Börsen habe ich dir einen Link in die Beschreibung gepackt. Warum ist Staking jetzt so interessant? Ein wesentlicher Punkt ist, dass Staking dir ermöglicht, passives Einkommen mit Kryptowährungen zu verdienen. Welche Renditen erwarten dich beim Staking? Schauen wir uns dazu andere Anlageklassen an. Dazu siehst du folgende Tabelle. Auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto, da bekommst du momentan kaum Zinsen, also etwa 0,1% bis 0,5%. Ist auch verständlich, denn hier geht es ja nicht um die Rendite, sondern mehr um Sicherheit und Verfügbarkeit. Dann gibt es Festgeldkonten und Anleihen. Beides sind ähnlich sichere Anlagen mit ähnlichen Renditen, also 2-4% für Festgeldkonten und bis zu 5% bei Anleihen. Im Januar 2024 lag die Rendite deutscher Staatsanleihen zum Beispiel mit 10-jähriger Laufzeit bei durchschnittlich 2,22%. Ja, und Laufzeit ist hier das Stichwort. Bei diesen Anlagen sperrst du dein Kapital weg.
je nach Anlage eben zwischen 6 Monaten, aber eben auch bis zu 10 Jahren. Etwas liquider Aktien und ETFs, die bieten höhere potenzielle Renditen im Schnitt von 7 bis 10%, aber auch ein höheres Risiko. Das Bild zeigt, was du hier siehst, wie sich die Renditen von Aktien und Anleihen über verschiedene Zeiträume entwickeln. Diese Schwankungsbreite, also das, was du innerhalb eines Jahres machen kannst, ist extrem hoch. Bei Aktien noch höher als bei Anleihen, zum Beispiel minus 44% Verlust bis zu 53% Gewinn in einem Jahr möglich. Wenn wir uns zum Beispiel das Jahr 2018 angucken, dann liefen dort Aktien nicht so gut, die liefen ziemlich miserabel. Ein Jahr später, 2019, performten die umso besser. Es ist natürlich auch ganz vom Jahr abhängig. Langfristig, wie du jetzt hier siehst, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, werden diese Schwankungen dann kleiner und die Renditen tendieren positiv. Und jetzt das Staking. Beim klassischen Staking haben wir durchschnittliche Renditen zwischen 5 bis 15%. Die Höhe der Rewards ist von Netzwerk zu Netzwerk unterschiedlich und die variiert je nachdem, welche Methode du wählst, wie lange und wie viele Coins du anlegst. Hier siehst du zum Beispiel, dass die Rendite für Ethereum für normales Staking etwa 3 bis 4% beträgt, für Solana etwa 7%, für Cosmos etwa 16 bis 17%. Beim DeFi bzw. Liquid Staking werden details Renditen von über 60% angeboten. Auf die hohen Renditen komme ich nochmal drauf zurück. Was bedeutet das jetzt? Dazu ein Rechenbeispiel. Sagen wir einfach mal, du legst jetzt 1.000 Euro für ein Jahr an, bei einer Staking-Durchschnittsrendite von 10%. Dann würdest du 100 Euro verdienen. Mit dem Zinseszinseffekt hättest du nach 5 Jahren einen Ertrag von 610 Euro erzielt, insgesamt also 1.610 Euro. Bei größeren Summen, 10.000 Euro, dann wären das schon über 6.000 Euro mehr nach 5 Jahren. Um ein monatliches passives Einkommen von 2.000 brutto zu verdienen, müsstest du bei 10% 240.000 Euro in Staking anlegen. Um 2.000 Euro durch 3% Zinsen aufs Sparen zu erhalten, dann müsstest du dort stolze 800.000 Euro anstatt 240.000 Euro anlegen. Du siehst, Staking kann durchaus eine Option sein, passives Einkommen aufzubauen. Und das in der Zeit, wo es neben Inflation und der Geldentwertung sowieso immer schwieriger wird, Vermögen aufzubauen. Aber am Ende entscheidest doch du allein, ob Staking als Strategie zu dir und deinem Portfolio passt. Falls du dazu noch mal Anregungen brauchst, findest du in meinem Online-Kurs Investieren in Kryptowährungen verschiedene Tabellen und Fragen dazu. Den Link zum Kurs findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Was musst du jetzt beim Staking beachten? Dazu 3 Punkte. Punkt 1 betrifft das allgemeine Kursrisiko und Sperrfristen. Kryptowährungen unterliegen Kursschwankungen. Und zwar noch stärker als Aktien. Angenommen, du loggst jetzt 1.000 Euro für 12 Monate in irgendein Staking-Projekt und dann bricht der Kurs daraufhin um 30% ein. Dann wäre dein Investment zu diesem Zeitpunkt nur 700 Euro wert, trotz der Staking-Rewards. In dem Fall hättest du vielleicht mit einem einfachen Kauf und Verkauf, Buy and Hold, eine höhere Rendite realisiert bzw. weniger Verluste gemacht. Daher mein Tipp an dich, informiere dich vorab über die Bedingungen wie Sperrfristen. Gerade bei Low Caps, die nochmal höhere Kursrisiken haben, würde ich so flexibel wie möglich staken. Sperrfristen von 5 bis 10 Jahren halte ich persönlich für sehr lang, unabhängig vom Projekt. Broker wie Bitpanda bieten flexible Staking an. Je nach Best VIP kannst du sogar zusätzliche Staking Rewards beanspruchen. Weiterhin kannst du Risiken reduzieren, indem du dein Kapital auf mehrere Staking-Projekte diversifizierst. Beim Staking im DeFi-Sektor kannst du mehr Rewards verdienen, aber es gibt zusätzliche Risiken, die du kennen solltest, die zum Beispiel mit Smart Contracts verbunden sind. Bei exorbitant hohen Renditen, die dich locken, würde ich trotzdem einfach mal vorsichtiger sein. Das sind oft keine nachhaltigen Projekte und im Worst Case kann es sich vielleicht sogar um eine Betrugsmasche handeln. Punkt 2 betrifft Sicherheit und Vertrauen. Ein Validator, ein DeFi-Protokoll, eine Blockchain, das ist dezentrale Technologie. Die Betreiber sind nicht wie deine Hausbank reguliert und bieten dir keine gesetzliche Einlagensicherung. Das heißt, findet ein Hacker eine Sicherheitslücke, kannst du deine Coins verlieren. Selbst eine dezentrale Börse kann in diesem Fall dann deine Rewards nicht garantieren, da sie ja das Netzwerk nicht kontrolliert. Außerdem gibt es spezielle Staking-Risiken, wie zum Beispiel Slashing. Slashing ist ein
Sicherheitsmechanismus im Netzwerk, der Validatoren betrifft. Wenn ein Validator fehlerhaft oder unehrlich arbeitet, dann kann er einen Teil oder sogar seinen gesamten Staking-Einsatz verlieren. Hast du an einen solchen Validator delegiert, kann Slashing auch dich betreffen. Von daher ist es wichtig, gerade beim Non-Custodial Staking möglichst vertrauenswürdige Anbieter auszuwählen. Frag dich zum Beispiel, wie viele andere Stakeholder dem Node vertrauen und welche Staking-Menge der Betreiber vielleicht selbst als Pfand hinterlegt hat. Vielleicht gibt es sogar Nutzer- oder Erfahrungsberichte. Frag dich ansonsten beim DeFi-Staking, ob das Protokoll schon mal gehackt wurde oder ob das Protokoll bereits externe Sicherheitschecks durchlaufen hat. Und der letzte Punkt, Punkt 3, Staking und Steuern. Ja, lästig, aber wichtiges Thema. In Deutschland nämlich kann Staking, wenn wir jetzt beim klassischen Staking bleiben, sogar doppelt besteuert werden. Und zwar einmal, wenn du die Rewards erhältst und das zweite Mal, wenn du sie verkaufst. Beispiel. Du erhältst jetzt 0,1 ETH an Rewards am 1. Juni 2024. Wenn der Wert von ETH am 1. Juni 3.700 € beträgt, dann liegt der Wert deines Rewards bei 370 €. Diesen Betrag musst du versteuern. Nehmen wir jetzt an, du verkaufst deine 0,1 ETH Rewards am 31. Mai 2025, also innerhalb eines Jahres. Wenn der Wert jetzt von ETH am 31. Mai 8.000 € beträgt, dann sind in diesem Zeitraum deine ETH Rewards von 370 € auf 800 € angestiegen. In diesem Fall müsstest du auf die Differenz von 800 minus 370, also 430 € Steuern zahlen. Hättest du jetzt diese gleichen 0,1 ETH nur 2 Tage später, am 2. Juni verkauft, dann wären diese 430 € steuerfrei gewesen. Hier gilt die einjährige Haltefrist. Jetzt stell dir mal vor, du bekommst jetzt wöchentlich Rewards ausgeschüttet, dann müsstest du jeden Reward zum Zeitpunkt der Ausschüttung penibel in der Excel-Tabelle notieren. Es wird schwer, da den Überblick zu behalten, selbst wenn du noch so sauber dokumentierst. Mein Tipp an dich, lass dich in solchen speziellen Staking-Fällen von einem Experten beraten. Hast du regelmäßige Staking-Einnahmen, empfehle ich dir zusätzlich spezielle Steuertools wie zum Beispiel Cointracking. Cointracking zeichnet deine Staking-Transaktionen automatisch auf und berechnet daraus alle relevanten Beträge für deine Steuererklärung. Link zum Tool findest du unten in der Beschreibung. Für mich persönlich bietet Staking eine alternative Chance, passives Einkommen aufzubauen. Und indem ich das mache, mache ich sogar was Sinnvolles. Ich unterstütze als Anleger das Projekt bzw. die Blockchain dahinter, die über diesen Proof-of-Stake-Mechanismus abgesichert wird. Oder ich kann einem Protokoll Liquidität geben und ich kann dabei helfen, dass solche Plattformen immer mehr Anwendung finden. Das ist mega geil, das ist Web 3 des Anlegens für mich. Das Geniale eben dabei ist, dass ich auch selbst entscheiden kann, welche Staking-Methode ich wähle, welche zu mir passt. Ob ich sicherheitsorientierter bin, ob ich mehr auf Rendite aus bin, ob es mir darum geht, ein Netzwerk abzusichern. Es gibt vom DeFi-Staking bis hin zum Staking über Börsen alles. Da ist einfach für jeden was dabei. Anfänger wie Fortgeschrittene. Ich denke, dass Staking auch immer benutzerfreundlicher und risikoärmer werden wird mit der Zeit. Ebenso werden die Regulatoren und der traditionelle Sektor auch immer mehr in Staking einsteigen. Besonders im DeFi-Sektor wird es, glaube ich, ziemlich spannend. Da gab es viele Entwicklungen in der letzten Zeit. Thema Restaking, verschiedene Cross-Chain-Staking-Formen über die ganzen verschiedenen Plattformen hinweg. Da tut sich gerade unglaublich viel. Insgesamt bin ich also sehr optimistisch, was die Zukunft des Stakings angeht. Hast du vielleicht schon mal Erfahrungen mit dem Staking gemacht? Schreib mir doch gerne einen Kommentar, würde mich freuen. Ansonsten war es das für heute. Ich freue mich auf dich bis zum nächsten Mal. Bleib wie ich von Krypto fasziniert. Tschüss.